Okay, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Wir bewegen uns heute mal wieder im Bereich Paperless. Da gibt es ein Update-Video zu den Apps. Da habe ich ein Video zu gemacht, welche Apps gibt es, man benutzen kann. Da ist damals Android ein bisschen schlechter vorgekommen. Ich habe zwar erwähnt, dass es eine gute App gibt, die aber leider nicht mehr supported wird. Da bin ich jetzt vom Entwickler der App angeschrieben worden, dass die Software wieder gepflegt und aktualisiert wird. Ich habe mir das angeschaut und die App ist super wieder da, wie ich sie gekannt habe. Eine super tolle Software und die möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr auf Android-Handy die richtige App installiert und die auch benutzen könnt und die den Funktionsumfang von Paperless dir wirklich super zur Verfügung stellt, auch mit mehreren Servern und so weiter. Wo bekommst du diese App? Ganz einfach im Google Play Store. Ist ganz easy zu finden. Du gehst auf Suchen und dann suchst du einfach nach Paperless Mobile. Und dann wird sie hier oben schon angezeigt. Ich habe sie schon installiert. Ich brauche es jetzt also nicht mehr runterladen. Die lädst du dir runter, installierst sie dir. Und dann hast du auf deinem Android-Gerät wirklich absoluten Zugriff auf dein Paperless. Wie gesagt, Zugriff auf Paperless natürlich über Internet von nicht zu Hause. Macht das irgendwie mit VPN oder sonst irgendwas. Überlegt euch das ganz genau, ob ihr das wirklich im Internet so öffentlich freigeben wollt. Da gibt es auch nochmal extra ein eigenes Video dazu. Paperless, Internet, Absicherung und so weiter. Da gibt es ein eigenes Video dazu. Soweit ich dazu komme, werde ich euch das mal irgendwo verlinken. Wir gehen in die App rein. Und dann muss ich sagen, ich habe mal so gleich mal die erste Funktion angeschaut, die für mich wichtig ist. Ich habe ja zum Beispiel 2 Paperless-Systeme am Laufen. Mein Produktivsystem und natürlich mein Spielsystem für Schulungen und Ausprobieren und Entwicklung. Und das seht ihr jetzt auch hier. Ich habe 2 Accounts angelegt. Und ich kann mich jetzt auf beiden meiner Server anmelden. Ich kann jetzt auch noch einen dritten, vierten hinzufügen. Hier seht ihr es ja an der IP-Adresse. Die 106 ist mein Main Paperless, mit dem ich arbeite. Die 107 ist mein Entwicklungs-Paperless und mein Video-Paperless. Dann kann ich mich noch aussuchen. Also du hast die Account-Verwaltung, wo du deine Server steuern kannst. Finde ich absolut genial, absolut wichtig. Für mich ein absoluter Top-Punkt. Dann die Übersicht. Schnittig, aussagekräftig, das ist das, was du brauchst. Wir dürfen nie vergessen, Handy-Display ist klein. Ich kann hier nicht platzverschwenderisch arbeiten wie auf dem Desktop oder auf dem iPad im Querformat. Das funktioniert ja einfach nicht. Wir sind hier einfach klein gehalten. Also wenn ich meine Statistiken zum Beispiel jetzt sehen will, kann ich hier drauf klicken. Na, dann hast du hier auch, was du da drin hast an Dokumenten. Das wird hier angezeigt. Das siehst du hier und jetzt gehe ich mit euch erst einmal hier so ein bisschen die Sache durch. Hier gibt es über diese App, dann natürlich, da es auch wieder ein frei entwickeltes Projekt ist, für jemanden, der auch was gern davon hätte. Da könnt ihr spenden, wenn euch die abgefällt. Ich sage immer, Leute, spendet aus, sonst verlieren die Leute einfach irgendwann die Lust und machen nichts mehr. Haltet sie auch bei Laune, entlohnt sie auch dafür, ihr benutzt ja das Zeug. Es ist zum günstigen Tarif zur Verfügung gestellt, den man zur Verfügung stellen kann. Und wenn man da einfach mal sagt, komm, ich gebe dem Jungen mal 5 Euro oder 5 Dollar, dann ist das einfach nur fair. Ich habe ja dasselbe Problem, ich produziere auch Software und ich weiß, wie die Sachlage da teilweise wirklich ist. Es ist teilweise haarig, dass sich die Leute beschweren und Sachen haben wollen und nicht bereit sind, auch nur einen Cent dafür locker zu machen. Aber okay, das ist ja europäische Kultur, kann man dann nur sagen, beziehungsweise den Westen zugeordnet. So, hier kannst du auch absolut direkt einen Fehler melden zum Beispiel. Du kannst hier Open Source Code anschauen und du hast ausstehende Dateien, die verarbeitet werden. Da haben wir jetzt 0. Dann kann ich hier noch meine Ansichten konfigurieren und direkt in den Posteingang gehen. Das kann ich aber auch dann in der App auch noch mal irgendwann machen. Wir schauen uns jetzt mal die Einstellungen an, da kann ich alles einstellen, was ich eigentlich so brauche. Die wichtigen Sachen, welche Sprache
Und da wird alles Mögliche auch unterstützt. Dann kannst du das Erscheinungsbild hier ändern, die Farben. Ich lasse das immer auf klassisch, ich stehe nicht so auf schrilles Zeug. Dann biometrische Authentifizierung, dann kannst du das nochmal mit absichern, dass nicht jeder die App aufrufen kann, die das Handy in die Hand kriegt. Auch sehr wichtig. Standarddateityp beim Herunterladen immer fragen. Das heißt, wenn man sich jetzt Dokumente runterlädt zum Beispiel, wird man gefragt, in welchem Format dass man das haben will. Dann den Standarddateityp, das steht auch auf immer fragen. Dann Scans als PDF hochladen. Das ist in der Regel ausgeschaltet. Ich habe es schon mal eingeschaltet. Das würde ich auf jeden Fall einschalten. Ich würde generell meine Dokumente alle in PDF halten, soweit wie es möglich ist, da es wirklich auch eine garantierte Speicherung ist, die über Jahre noch funktioniert. Oh, jetzt habe ich den Cache erfolgreich freigegeben. Na gut, was soll's. Er lädt sich ja wieder auf. Bearbeiten von empfangenen Dateien überspringen, das heißt, Dokumente, die landen einfach im Posteingang oder ich kann sie beim Scannen oder Eingeben direkt bearbeiten und direkt schon mal Sachen zuweisen. Ich mag das jetzt über automatische Zeug immer nicht so ganz richtig. Paperless erkennt vieles automatisch. Mit dieser Funktion müsst ihr euch spielen, ob sie euch liegt oder nicht. Cache lernen habe ich gerade gemacht. Jetzt habe ich es nochmal gemacht. Das heißt auch, ich verfluche dieses Samsung-Handy empfindlich auf dem Display. Aber okay. Dann gibt es hier noch die Log, die kann man sich anschauen und die Changelog, was hat sich geändert in der App. Und die App Log, da kann man auch noch mal ganz kurz reinschauen, da steht halt nochmal drin, was die App alles gerade so im Hintergrund gewirtschaftet hat. So, gehen wir dann schon hier raus und sind hier eigentlich auch schon durch. So, Startseite, dann haben wir hier Dokumente. Das sind jetzt die abgelegten Dokumente. Und da ist eigentlich auch nichts viel drin. Also in diesem System ist eigentlich auch nicht viel drin. Labels kann ich jetzt das ganz normal nochmal bearbeiten. Da habe ich jetzt Apple zum Beispiel, ne, das wird automatisch verarbeitet. Dann habe ich Bitcup, da habe ich zum Beispiel den Filter drin. Den zeigt er ja auch an, Anti-Spam-Code. Ne? Zum Beispiel könnte man noch einrichten, also hier kannst du die ganzen Sachen einrichten, die du auch unter Paperless verwalten kannst. Du hast deine Dokumententypen hier oben, dann hast du Belege, Forum, Infos und Newsletter, Jobangebote, was du da halt auch eingeben willst. Neuer Dokumententyp, Zeugnisse. Ich habe jetzt zwar kein Zeugnis, eine Bedienungsanleitung. Das war jetzt eine Bedienungsanleitung. Oh, Bedienungsanleitung. Ne? Dann Zuweisung lassen wir einfach auf automatisch. Also so habe ich das zumindest eingestellt. Es kommt jetzt natürlich auch wieder ein bisschen darauf an, wie du dein Paperless verwendest, was du ja einstellst. Aber wenn du das nicht automatisch machst, dann wirst du da deine entsprechenden Sachen entsprechend wissen. So, plus erstellen. Dann haben wir Bedienungsanleitung jetzt drin. Dann können wir hier nochmal unsere Tags anschauen. Das können wir auch bearbeiten. Und das finde ich eben auch sehr gesagt witzig. Man kann alles in dieser App machen und es ist auch wichtig, dass man das machen kann, was man nicht hier zwischen Oberfläche und App dann wieder ständig hin und her hüpfen muss und das ist alles immer so lästig und ich will das immer alles einfach haben. Dann habe ich hier meine Dateiablagen, also meine Speicherpfade, Finanzen zum Beispiel, wie sie angelegt sind, wie sie speichern, welche Bedingungen dabei geknüpft sind. Das wird dir alles angezeigt, kein überschüssiges Zeug, sondern es steht halt wirklich da. Privat wird abgelegt unter Privat und dann entsprechend so gekennzeichnet, Gesundheit unter Gesundheit. Ja, das ist alles wirklich sehr gut gemacht hier. Also ich finde es eine Spitzen-App, also besser als die auf Apple, also die ich da habe. Also muss ich einfach sagen. So, und dann kann ich jetzt hier noch benutzerdefinierte Felder einfügen, wenn ich zum Beispiel viele Rechnungen habe, Rechnung bezahlt, Rechnung nicht bezahlt, bezahlter Rechnungsbetrag. Je nachdem, wie genau der Pfennigfuchser da wieder mal ist. Ihr habt hier ich verwende jetzt zum Beispiel Sprachen. Dann habe ich dann die Tags für die Sprachen drin stehen, weil ich ja Deutsch, Englisch, thailändische Kommunikation hier in drei Sprachen lebe, natürlich dann auch immer dabei stehen, DE, EN, dann weiß ich, das ist Deutsch, Englisch
oder Englisch-Deutsch, dann weiß ich, ob das Englisch-Deutsch übersetzt oder Deutsch-Englisch. Also, dann kommen wir jetzt hier zum guten Posteingang. Gibt es ja auch nochmal einen schönen Tipp dazu und das sind jetzt die Dokumente im Posteingang, die wir noch nicht abgelegt haben. Ne? Also nicht zu vergleichen mit Dokumente, die Dokumente, die gespeichert sind. So, dann kommen wir jetzt noch zu einem Punkt hier unten, Scan. Das ist eigentlich auch einer der wichtigen, darum habe ich den jetzt ans Ende gesetzt, damit ihr mir alle schön brav das Video bis zum Ende guckt und euch überzeugen lasst, dass ihr vielleicht ein Like für dieses Video da lässt oder ein Abo für den Kanal oder wenn ihr den Kanal finanziell unterstützen wollt, weil ihr das gut findet, was wir hier machen. Alles findet ihr dazu in der Videobeschreibung und auch den Link zum Blogbeitrag in der Videobeschreibung mit einer kurzen Zusammenfassung der Beschreibung. Jetzt ist das Ding wieder ausgegangen. Und jetzt machen wir mal einen Scan. Knipsen wir das einmal. Jetzt kann ich es noch einmal bearbeiten. Jetzt kann ich natürlich hier sagen, hier die Schnittpunkte passen jetzt überhaupt nicht. Ich möchte natürlich den gesamten Dokumentenbereich und nichts von dem anderen Zeug hier haben. Kann man hier oben auf die Punkte gehen, kann das hier so schön anpassen. So, haben wir das schön hingeschoben. Da passt das irgendwie noch nicht. Jetzt ist es komplett daneben. Jawohl. Tippen hier unten auf Beschneiden, fertig. Und es reicht uns jetzt einfach auch mal, wir sagen, das Dokument ist okay. So, und jetzt habe ich hier meine Scans. Die Scans sind jetzt hier abgelegt. Sie sind noch nicht in Paperless zur Verarbeitung. Das passiert erst, wenn ich jetzt sage, hier hochladen. Dann sagt er mir hier jetzt Scan Form. Da kann ich jetzt meinen Dokumententitel eingeben. Also ich habe normalerweise, meine Schreibweise ist immer, ich habe immer das EDV-technische Datum. Das einfach basiert Jahr, Monat, und der Tag. Bedienungsanleitung. Wie heißt das Ding? Ach, keine Ahnung. Es ist so ein Staubkompressor. Keine Ahnung, wie die Dinge jetzt auf Englisch geheißen haben. Ich habe jetzt einfach Fan dazu. Das ist halt ein Gebläse, ein Starkluftgebläse, wo man dann Chips und Miner mit sauber machen kann. Das ist wirklich ein sehr tolles Ding, kostet ein Apfel und ein Ei, gibt es bei AliExpress. Ich habe keinen Empfehlungslink dazu, müsst ihr euch selber dann raussuchen. So, dann Datum, 29.04. heute. Übernehmen wir so. Korrespondent lassen wir jetzt mal leer. Dokumententyp, da haben wir vorhin Bedienungsanleitungen angelegt, den nehmen wir mal mit. Okay, der Ersteller des Dokuments bin jetzt einfach mal ich, was jetzt normalerweise nicht der Fall wäre. Dann kann ich jetzt hier auch noch meine Tags auswählen. Infos hier okay. Damit sind wir jetzt eigentlich fertig, sagen okay. Und jetzt sagen wir hochladen. So, das Dokument wird verarbeitet. Aus unserer Liste Scans hier unten ist es draußen. Und jetzt können wir das ein bisschen kurz abwarten, bis wir es denn sehen, dass es im Posteingang auftaucht. So, und jetzt, ich habe jetzt mal kurz rausgeschnitten, weil die Verarbeitung ja ein bisschen dauert. Jetzt habe ich das hier unter meinem Posteingang drin. Dann kann ich jetzt Vorschläge laden, Dokument bearbeiten. Ich mache jetzt mal Dokument bearbeiten. Korrespondenz Michael Klissner ist natürlich jetzt irgendwie saudumm. Könnte ich mir natürlich einen neuen anlegen. Aber wie gesagt, ist okay, ist jetzt nur ein Demo-Zweck auch.
Von daher gesehen ist es nicht wichtig, was wir da machen müssen. Vorschläge, Facebook, na okay, gut. Das Schulungssystem wird nicht so sehr benutzt, die KI ist da nicht so weit entwickelt. Also besser gesagt, eigentlich noch überhaupt nicht entwickelt. Na, dann habe ich Speicherpfad ist privat und Infos und Posteingang. Wenn ich jetzt den Posteingang natürlich hier rausnehme, aus den Tags und die Änderung speichere, dann ist das Dokument jetzt natürlich auch aus meinem Posteingang heraus und natürlich auch unter Dokumente dann ansässig. Ansichten, Posteingang, Posteingang. Und da ist es auch Michael Klissner, Bedienungsanleitung, Fan. Das ist jetzt halt so ein Java-Häkchen. Dann kann ich mir auch nochmal den Inhalt hier anzeigen lassen. Gut, wir haben jetzt keinen Text, den ich mir jetzt da anzeigen bei den kurzen Fotos, den ich da gemacht habe. Aber das können wir bei dem anderen Ding machen. Switchen wir ganz einfach unser Dokument. Wir sind ja nicht dumm. Xing-Schritt. Das ist ein Glück gehabt. Moskito-Laserfalle, mein Lieblingsthema. Inhalt, ne, da steht jetzt dann auch drin, der Inhalt, den kann ich hier nachvollziehen. Die Mediendaten, die Metadaten kann ich hier nachvollziehen. Es ist keine Archivseriennummer vergeben. Also hier wird die Archivseriennummern auch wirklich beachtet. Das finde ich sehr gut, weil das ist ja eigentlich ein Paperless mehr oder weniger vorhanden. Aber irgendwie so richtig nutzen kann man sie eigentlich auch nicht, außer dass man sie vergeben kann. Ich vergebe sie allerdings, weil ich davon ausgehe, dass wir irgendwann vielleicht doch mal den Luxus haben, dass wenn man ein Dokument ausdruckt oder weitergibt, dann natürlich auch die Seriennummer vermerkt wird. Was auch das DOBD nochmal ganz, DOGB ganz genau ein bisschen verstärken würde. Ne? Steht jetzt auch noch ein bisschen hier drin, die Metadaten dazu. Dann ähnliche Dokumente, Benachrichtigungen und so weiter. Also wie gesagt, das ist alles recht hübsch gemacht. Es ist gut gemacht, es ist übersichtlich gemacht. Man kann das Ding wirklich super benutzen und es, wie gesagt, liegt eine kleine Spende auf dem Tisch, hat er sich verdient. Ich finde die App riesig und ich finde es auch toll, dass er sie wieder macht und dass er mich auch angeschrieben hat, mich darüber informiert hat, dass ich da nochmal ein Video nachschieben kann. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du natürlich kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Ein Hinweis in eigener Sache: Solltest du es gut finden, was ich hier mache, würde ich mich über eine Unterstützung für meinen Kanal sehr freuen, denn ich verwende hier auch meine private Freizeit, die ich hier einbringe, meine IT-Technik und meine Hardware und meine Kosten. Wie gesagt, Spendenlinks findest du auch unten in der Videobeschreibung. Solltest du generell professionelle Lösungen benötigen oder mit den gezeigten oder vorgeführten nicht zurechtkommen oder das nachvollziehen können oder andere weitere Probleme haben, die deinen Computernutzen beeinträchtigen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Rechnung, ohne Eckenhaken und Ösen, Auftrag gegen Rechnung, wie in guten alten Zeiten. Und gut ist das. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.